Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mittlerweile in Indonesien angekommen und zwar ganz genau auf der kleinen Insel Nusa Lembongan. Lembongan liegt nur eine halbe Stunde vom großen Bali entfernt und ein bisschen bekannter ist vielleicht die Schwesterinsel Nusa Penida gleich hier nebenan. Lembongan allerdings steht in dem Ruf, wie das Bali von vor 10 oder vielleicht sogar auch 20 Jahren zu sein. Also deutlich ruhiger als die große Schwester und dabei aber nicht weniger schön. Ganz im Gegenteil. Wir schauen uns jetzt also gleich mal an, wie ist es hier tatsächlich? Also, was kann man hier so alles machen? Wie ist die Landschaft? Wo kann man hier wohnen? Gibt es hier Restaurants und Cafés? Und wie ist so überhaupt das Gefühl auf der kleinen Insel? Also, ganz viel Spaß bei einer kleinen Inseltour. Mittlerweile sind wir noch ein ganzes Stückchen weiter gereist und auf der Südhalbkugel angekommen, denn Bali und damit auch Nusa Lembongan liegen schon südlich des Äquators. Die Insel ist wirklich klein mit nur etwa 5000 Einwohnern und meiner Erfahrung nach kennen die sich gefühlt irgendwie auch alle untereinander und man braucht nicht lange, um die Insel zum Beispiel auch zu Fuß zu erkunden. Von Ost nach West braucht man so vielleicht 2 Stunden zu Fuß und von Nord nach Süd nur so etwa 40 Minuten. Man kommt von Bali aus in circa 30 Minuten, also nur eine halbe Stunde, von Sanur aus auf Nusa Lembongan an. Und das ist sehr besonders. Es gibt 2 Buchten, in denen man landen kann. Das ist einmal die große und dann die kleine Mushroom Bay. Und wenn man mit der Fähre fährt, dann ist zum einen die See durchaus aufgewühlt. Also auch bei schönem Wetter hat man da ordentlich Seegang, also macht euch darauf gefasst. Und dann landet man nicht so wie normalerweise üblich an einem Steg, sondern man landet tatsächlich am Strand, weil es nämlich auf Nusa Lembongan noch keinen Pier gibt. Und dann steigt man halt aus und krabbelt da dann so durchs Wasser, entweder rein oder rauf auf die Fähre. Und das ist ein ganz häufiges Bild. Also das sieht man wirklich auch die ganze Zeit. Ja, und ich bin in so einer kleinen Bungalow-Anlage untergekommen. Ich sage immer ich, weil Lotti inzwischen mit einer Freundin unterwegs ist. Das heißt, wir machen gerade eine kleine Reisepause voneinander und sehen uns dann erst im Mai wieder. Also ich habe mir hier so einen kleinen Bungalow gemietet für 18 € die Nacht mit Frühstück in einer ganz netten familiengeführten Anlage. Und ich zeige euch jetzt natürlich auch gleich mal den Bungalow, denn ich finde, der ist so ganz typisch, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, für Bali. Wie gesagt, die Insel hat nur so ungefähr 5000 Einwohner und man merkt total, dass es im Wesentlichen wie so ein großes Dorf ist. Also hier seht ihr jetzt die Hauptstraße der Insel, also die Hauptverbindungsstraße von Ost nach West und es ist einfach nichts los. Also es ist mitten am Tag und natürlich gibt es da schon so ein paar Roller, aber jetzt im Vergleich zu Bali zum Beispiel ist es wirklich gar nichts. Und sobald man dann von der Hauptstraße runtergeht, findet man so viele traumhafte kleine Buchten. Zum Teil so ein bisschen versteckter, zum Teil ankern da dann aber auch die Boote und es ist unglaublich. Also dieses türkisblaue Wasser und dann durch Ebbe und Flut jeweils unterschiedlich hohe Wasserstände natürlich. Also mal ist der Strand ganz breit und mal ist er dann fast weg. Hier sieht man im Hintergrund übrigens den Mount Agung auf Bali, also den höchsten Vulkan von Bali. Und es gibt unglaubliche Vielfalt an Korallen und Meerestieren um die Insel rum. Ja, und dann was so ganz typisches, ganz typisches Inselleben. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen unkommentiert so ein paar Eindrücke von meinem ersten Spaziergang.
Ja, und obwohl die Insel noch nicht so wahnsinnig touristisch erschlossen ist, gibt's trotzdem aber schon alles, was man sich da so wünschen würde. Also es gibt natürlich so kleine Geschäfte, in denen man irgendwie auch Souvenirs kaufen kann. Und es gibt wirklich ganz großartige Cafés, Bars, Clubs, Restaurants. Also man wird definitiv nicht verhungern und man bekommt, wenn man das möchte, auch wirklich richtig, richtig gute Sachen. Die Preise, würde ich sagen, sind etwa so wie auf Bali. Also es ist jetzt nicht teurer, aber auch nicht günstiger, sondern ganz ähnlich. Es gibt natürlich insgesamt ein bisschen weniger Auswahl, aber es ist wirklich alles da, was man so braucht. Und ich habe richtig, richtig gut gegessen. Ja, was irgendwie noch so ein bisschen besonders ist, ist, dass es im Hafen so schwimmende Bars gibt, so Ponton-Beach-Clubs irgendwie, auf die man halt nur mit einem Boot kommt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Das kann man super machen. Und dann gibt's auch ganz schöne Sunset-Spots, auch mit so netten Bars. Da kann man dann irgendwie einen Cocktail trinken und sich den Sonnenuntergang anschauen und sich irgendwie übers Inselleben freuen. Ja, am zweiten Tag bin ich mal in den Süden der Insel gelaufen, also auf die Bali abgewandte Seite. Und ihr seht es schon, da ist es dann noch mal ein Stückchen ruhiger, aber auch noch mal ein bisschen authentischer. Also in Lamongan Village leben so die meisten der tatsächlich dauerhaften Einwohner, wohingegen die beiden Orte im Norden, Jumut Batu und Mushroom Bay, die sind halt so mehr für die Touristen. Und natürlich ist auch Lamongan eine hinduistische Insel, also hat auch die Religion und Kultur, die Bali hat. Das ist ja ein Teil von Bali. Und was ganz besonders ist, ihr seht es schon, in dieser kleinen Meerenge zwischen Nusa Lembongan und Nusa Ceningan, das ist nämlich die schmale Insel, die dann gleich daneben liegt, da, ihr seht es hier auf der Karte, da wird Seegras angebaut. Also diese ganzen Quadrate, die ihr hier seht, das sind alles Seegrasfelder, die hier neu angelegt sind. Und so sieht es dann aus, wenn man sich das bei Ebbe anschaut. Also hier guckt natürlich jetzt das Seegras tatsächlich auch raus, so dass man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann. Was ich ganz spannend finde, ist, dass diese Tradition des Seegrasanbaus schon sehr alt ist, dann aber in Vergessenheit geraten ist, weil der Tourismus dann irgendwie immer wichtiger wurde. Und erst als dann 2020 durch die Corona-Pandemie die Touristen ausblieben und natürlich dann die Menschen irgendwie ein alternatives Einkommen generieren mussten. Man wusste ja auch nicht so richtig, wie sich das irgendwie alles so entwickelt. Haben die sich quasi auf diese alte Tradition zurückbesonnen und haben dann wirklich so auch die Ältesten aus ihrer Gemeinde gebeten, ihnen dabei zu helfen, das wieder aufzubauen. Sodass jetzt also seit ungefähr 5 Jahren wieder ganz intensiv hier Seegras angebaut wird und dann natürlich entsprechend, also nachdem das geerntet wird, wird es getrocknet und dann wird es weiterverkauft und in Kosmetik verarbeitet, aber auch in Lebensmitteln. Also da gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich fand irgendwie spannend, ich habe gelesen, dass man offensichtlich zweimal im Monat ernten kann. Also das Seegras wird quasi dann wieder neu gepflanzt und dann wächst es und dann kann man zweimal im Monat das ernten. Ja, und es war einfach total spannend, sich das mal so anzuschauen, wie das dann am Ende wirklich, wirklich gemacht wird. Ganz im Westen der Insel gibt's dann noch die sogenannte Devil's Tier. Das ist eine Bucht, in der die Wellen ganz besonders eindrucksvoll brechen. Also das ist durchaus ganz imposant. Und dann in unmittelbarer Nähe gibt's noch verschiedene weitere Buchten, in denen man relativ alleine ist. Also da kann man ganz schön mal einen Tag verbringen. Das hier zum Beispiel ist der Dream Beach und ich glaube, ihr seht schon, wie malerisch der ist. 2 Dinge, die man auf Nusa Lembongan unbedingt machen sollte, sind einmal eine balinesische Massage. Die kann man natürlich auch überall anders auf Bali haben, aber irgendwie hat's hier gerade so besonders gut gepasst. Und ich habe euch hier mal ein bisschen mit abgefilmt, was das alles so kostet, damit ihr einfach eine Vorstellung bekommt. Hier war ich selbst und es war wirklich großartig. Also eine balinesische Massage ist so eine Ganzkörpermassage, unheimlich entspannend, sehr, 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 sehr wohltuend. Also das kann ich zu 100% empfehlen.
Und das Zweite, was man machen sollte, ist eine Schnorcheltour. Denn um Nusa Lembongan und auch um Nusa Penida, also um diese ganzen Inseln herum, gibt es einfach eine solche Vielfalt an Korallen und auch an Fischen und anderen Meerestieren, dass das also wirklich ganz beeindruckend ist. Ich habe so eine halbtägige Schnorcheltour gemacht und würde das so auch nochmal machen. Allerdings, das finde ich ganz wichtig zu sagen, ist es schon so, dass die See relativ rau ist. Also wir waren jetzt nur so thailändische Buchten gewöhnt und hier seht ihr schon, also Mantas. Man kann hier Mantas sehen und wir haben auch gleich Mantas gesehen. Das ist natürlich unheimlich. Ne? Die sind riesig und mit denen so schwimmen zu gehen, das ist schon super besonders. Aber am Ende war es für mich tatsächlich ein bisschen zu doll. Also das sieht jetzt hier vielleicht nicht so aus, aber da ist schon ganz schön Seegang und auch Welle. Und ja, ich habe mich da jetzt nicht ganz so wohl gefühlt beim Schnorcheln. Trotzdem war ich ganz stolz, dass ich auch ein bisschen was gesehen habe. Das zeige ich euch jetzt gleich mal. Und bei meinen Unterwasseraufnahmen werdet ihr sehen, da kommt gleich noch eine sehr, sehr, sehr schöne. Die habe ich ehrlicherweise nicht selbst gefilmt, sondern das hat jemand mit meinem Handy gemacht. Aber ich habe die Schildkröte auch gesehen, nur halt von weiter oben. Also ganz viel Spaß dabei. Okay, also mein Fazit ist, dass es sich auf alle Fälle lohnt, Nusa Lembongan zu besuchen, wenn ihr ohnehin hier in der Gegend seid. So 4, 5 Tage reichen wahrscheinlich, je nachdem, was irgendwie euer Plan ist. Aber um die Insel zu sehen, hier eine Runde am Strand zu liegen und auch entspannt zu schnorcheln, reicht es auf alle Fälle. Natürlich könnt ihr von hier aus dann auch sehr leicht noch weiter nach Nusa Penida fahren, wenn ihr das möchtet. Und ich glaube wirklich, also wenn Bali vor 10 Jahren so ruhig und entspannt gewesen ist, oh, dann wünschte ich vielleicht, es wäre auch immer noch so. Also in Nusa Lembongan ist einfach, ihr kommt an und ihr seid sofort im absoluten Inselfeeling. Also in dem Moment, wo ihr hier am Strand ankommt, wo ihr eure Fähre landet, das habt ihr jetzt gesehen, seid ihr dann aber auch wirklich sofort in so einer ganz entspannten Insel-Idylle, die schöner nicht sein könnte. Die Preise sind in Ordnung. Ihr findet hier irgendwie alles, was ihr so braucht. Also, wenn ihr mal so ein bisschen abschalten wollt. Und das kann man ehrlich gesagt auf Bali mit so einem Insel-Strand-Feeling nur an ganz wenigen Orten. Dafür ist Bali als große Schwester einfach viel zu groß und bietet auch viel zu viele andere Dinge, als dass man das noch hätte. Aber da lohnt sich wirklich ein Ausflug hier rüber. Ja, und für alle, die jetzt so ein bisschen regelmäßiger den Kanal hier verfolgen, keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich brauchte nur einfach mal eine kurze Videopause. Deswegen gab es jetzt in den letzten 2 Wochen kein Video. Aber ich zeige euch in der nächsten Woche dann Bali, die große Schwester. Und ehrlich gesagt war es so, als ich auf Bali angekommen bin, also wir waren jetzt schon 2 Wochen auf Bali und ich verbringe jetzt auch nochmal 2 Wochen da. Ähm, Oh, Bali hat mich ganz schön kalt erwischt im positiven Sinn. Also ich habe mich da einfach ganz schnell ganz angekommen gefühlt, so dass es irgendwie komisch gewesen wäre, da dann so gleich loszufilmen. Also es hat sich irgendwie gar nicht angefühlt wie ein Urlaub, sondern so ein bisschen, ja, wie nach Hause kommen klingt jetzt vielleicht so doll, aber so in der Art, ne? Und irgendwann natürlich habe ich das dann aber auch doch gemacht, weil Bali einfach viel zu großartig ist, um es euch nicht zu zeigen. Also ihr könnt euch wirklich freuen in der nächsten Woche auf einen ziemlichen Rundumschlag von Bali. Und außerdem haben sich auf Bali für mich so ein paar Dinge geklärt, die schon länger im Raum standen, aber die irgendwie noch nicht so ganz greifbar waren.
die aber nicht nur für die weitere Entwicklung dieses Kanals hier wichtig sind, sondern viel wichtiger eigentlich auch meines Lebens. Und daran lasse ich euch gerne teilhaben. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz schöne Woche und freue mich dann, euch am nächsten Sonntag wiederzusehen. Alles Liebe.